Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sprachentdeckung. Schön, dass du wieder dabei bist und mit uns Deutsch lernen möchtest. Hallo auch von mir. Wir freuen uns wirklich, dich auf deiner Lernreise zu begleiten. Ja, es ist toll, dass du dranbleibst. Genau. Und damit du weißt, wo wir stehen, bis Tag 60 lernen wir hier auf Niveau A2. Richtig. Danach geht's dann zusammen auf das nächste Level B1. Das wird dann nochmal eine neue, spannende Herausforderung. Absolut. Aber heute konzentrieren wir uns voll auf A2. Das Thema für heute ist Grundwortschatz, Farben und Formen. Ein wirklich wichtiges Thema, ja? Speziell für Deutschlernende auf Niveau A2. Wir helfen dir heute, so 15 grundlegende Wörter in dem Bereich zu verstehen und anzuwenden. Genau das. Wir wollen, dass du dich einfach sicherer fühlst, wenn du Dinge beschreiben willst. Sollen wir direkt anfangen? Ja, lass uns loslegen. Okay. Das erste Wort ist ein Nomen. Die Farbe. Auf Englisch heißt das Color. Ja, die Farbe. Ein Wort, das man eigentlich fast jeden Tag braucht, oder? Stimmt. Denk nur an Kleidung oder Essen, die Natur. Farben sind ja quasi überall. Man könnte zum Beispiel sagen, Rot ist eine schöne Farbe. Stimmt. Oder die klassische Frage, was ist deine Lieblingsfarbe? Grün, blau, gelb. Das lernt man ja oft ganz am Anfang und ist echt nützlich. Auf jeden Fall. Farben machen die Welt bunt sozusagen. Aber Dinge haben nicht nur eine Farbe, sie haben auch immer eine bestimmte... Form. Genau. Das ist unser zweites Wort. Auch ein Nomen. Die Form. Auf Englisch wäre das Shape oder Form. Richtig, die Form. Alles um uns herum hat ja eine Form. Dein Handy, der Teller auf dem Tisch, ein Fenster. Manche Formen sind ganz einfach, andere etwas komplizierter. Ja. Ein einfacher Satz wäre zum Beispiel, der Tisch hat eine runde Form. Oder vielleicht, dieses Puzzleteil hat eine komische Form, das passt irgendwie nicht. Das ist ein gutes Beispiel, ja? Und wenn du schon rund sagst, eine ganz bekannte runde Form ist natürlich Der Kreis. unser drittes Wort, wieder ein Nomen, auf Englisch Circle, der Kreis. Der Kreis. Ja, Kinder malen ihn oft als Sonne, nicht wahr? Ja. Die Sonne ist oft ein gelber Kreis am Himmel. Das ist so ein ganz klassisches Bild. Ja, oder wenn man in einer Gruppe sitzt, kann man sagen, lass uns doch im Kreis sitzen. Stimmt, dann können sich alle gut sehen. Genau. Ein Kreis ist ja nicht eckig, er ist Rund. Perfekte Überleitung. Das ist unser viertes Wort. Diesmal ein Adjektiv. Auf Englisch round. Rund. rund. Ja, ganz viele Dinge sind rund. Ein Ball ist rund, klar. Mhm. Aber auch, wie du sagtest, ein Teller ist meistens rund oder eine Münze zum Beispiel. Stimmt. Man kann auch fragen, ist dieser Tisch rund oder eckig? Das hilft total bei Beschreibungen. Und das Gegenteil von rund, das ist dann eben Eckig. eckig. Das heißt, etwas hat Ecken. Ein Buch zum Beispiel ist oft eckig. Ja, Es hat 4 Ecken, wenn es so rechteckig ist. Genau. Oder man sagt manchmal zu Kindern, Vorsicht, der Tisch ist hier sehr eckig, stoß dich nicht an. Ja, das kenne ich. Viele Möbel sind ja eher eckig. Das stimmt. Und eine ganz typische Form, die eckig ist, also mit 4 gleichen Seiten, das ist... Ah, das Quadrat. Oh ja, stimmt. Oder wenn man zeichnet, kann man sagen, zeichne bitte ein Quadrat auf das Papier. Das ist so eine sehr geometrische, klare Form. Richtig. Und noch eine geometrische Form mit Ecken, aber diesmal nur mit Dreiecken. Das ist dann? Das Dreieck. Unser 7. Wort, auch ein Nomen, auf Englisch Triangle. Das Dreieck. Ja, wie der Name schon sagt, Dreiecken sieht man oft bei Dächern, finde ich. Ja, Das Dach von einem Haus sieht oft aus wie ein Dreieck. stimmt. Oder denk mal an ein Warndreieck fürs Auto, das ist ja auch ein rotes Dreieck. Genau. Oder manche Musikinstrumente, wie die Triangel, die sieht ja auch aus wie ein Dreieck. Richtig. So, jetzt haben wir viele Formen und Farben benannt, aber man kann sie ja nicht nur sehen, man kann sie auch selbst machen, zum Beispiel mit Farbe. Indem man sie malt. Ah, das nächste Wort, ein Verb. Unser 8. Wort. Auf Englisch. To paint. Malen. Und ganz wichtig für die Vergangenheit, die Perfektform ist
Hat gemalt. Malen hat gemalt. Ja, Kinder malen ja total gerne Bilder, oft mit bunten Farben. Mhm. Man kann sagen, meine Tochter malt gerade einen Regenbogen. Oh, schön. Oder im Perfekt. Ich habe gestern ein Bild für meine Oma gemalt. Genau. Oder auch, wir haben die Wände in der Küche neu gemalt. Das benutzt man oft mit Farben, mit Pinseln, dieses Malen. Ja, das ist der Punkt. Und wenn man eher so Linien macht, vielleicht mit einem Bleistift oder so einem Kugelschreiber, dann sagt man eher Zeichnen. Das ist das 9. Wort. Auch ein Verb. Auf Englisch to draw. Zeichnen. Und die Perfektform hier ist hat gezeichnet. Zeichnen hat gezeichnet. Man kann zum Beispiel fragen, kannst du mir einen Plan zeichnen, wie ich zum Bahnhof komme? Ah ja, praktisch. Oder man lobt jemanden. Du hast aber einen schönen Baum gezeichnet. Genau. Der Unterschied ist schon wichtig, ne? Malen ist meistens mit Farbe, so flächig, und Zeichnen eher mit Linien, Konturen. Ja. Man kann ein Haus zeichnen, also die Linien, und es dann ausmalen, das heißt die Flächen mit Farbe füllen. Aber die Grundverben sind malen und zeichnen. Das hast du gut erklärt. Ja, man braucht eigentlich beides, wenn man kreativ sein will. Absolut. So, wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte. Bevor wir zu den nächsten Wörtern kommen, eine kurze Anmerkung von uns. Ja, genau. Wenn dir dieses Video hier gefällt und wenn es dir hilft, dann abonnier doch bitte unseren Kanal und gib uns einen Daumen nach oben. Ja, das motiviert uns total weiterzumachen. Wir würden uns riesig freuen. Wirklich. Okay, machen wir weiter. Wenn man jetzt so ein Bild gemalt oder gezeichnet hat und jemand fragt, was ist das, dann muss man es ja vielleicht... Beschreiben. Genau. Das 10. Wort, wieder ein Verb. Auf Englisch, to see. Aha. Beschreiben. Die Perfektform ist Hat beschrieben. beschreiben hat beschrieben. Das ist eine super wichtige Fähigkeit beim Sprachenlernen, oder? Oh ja. Kannst du dein Zimmer beschreiben? Welche Möbel stehen da? Welche Farben haben die Wände? Sowas. Genau. Oder nach einer Reise kann jemand fragen, kannst du die Stadt beschreiben? Wie war's da? Mhm. Im Perfekt könnte man sagen, er hat den Weg genau beschrieben, deshalb habe ich es sofort gefunden. Super nützlich, dieses Wort. Und um etwas gut beschreiben zu können, muss man es natürlich vorher gut... Sehen. Das 11. Wort? Ein ganz, ganz fundamentales Verb. Auf Englisch to see. Sehen. Und perfekt? Hat gesehen. Sehen, hat gesehen, das brauchen wir ja ständig. Ich sehe dich. Mhm. Ich sehe ein rotes Auto da drüben. Siehst du den Vogel dort auf dem Baum? Ja. Oder im Perfekt. Hast du gestern den Sonnenuntergang gesehen? Der war wunderschön. Oh ja. Oder ich habe diesen Film schon 3-mal gesehen. Ein wirklich sehr häufiges Verb. Absolut. Und was wir sehen, sind eben oft Farben. Lass uns doch noch ein paar konkrete Farben anschauen. Eine ganz wichtige ist Rot. Das 12. Wort, ein Adjektiv. Auf Englisch red. Rot. Rot, ja. Die Signalfarbe. Die Ampel ist rot. Stopp. Klar. Viele Früchte sind rot. Die Tomate ist rot. Ein Apfel kann rot sein. Erdbeeren sind rot. Stimmt. Rot steht oft für Liebe, aber eben auch für Gefahr. Mein Lieblingspullover ist rot. Eine sehr kräftige Farbe. Ja. Und eine andere wichtige Grundfarbe ist Blau. Das 13. Wort. Auch ein Adjektiv. Auf Englisch blue. Blau. blau. Wie der Himmel an einem schönen Tag, nicht wahr? Genau. Der Himmel ist heute strahlend blau. Oder das Meer ist oft blau. Ja, blau wirkt oft so ruhig und entspannend. Viele Leute mögen blau. Jeans sind ja zum Beispiel meistens blau. Stimmt. Hast du blaue Augen? Das ist auch so eine typische Frage. Richtig. Und die dritte Grundfarbe für heute, die wir lernen, ist Grün. Unser 14. Wort, ein Adjektiv. Auf Englisch green. grün. Ah, die Farbe der Natur. Das Gras im Sommer ist grün. Ja, Die Blätter an den meisten Bäumen sind grün. genau. Grün steht oft für Hoffnung oder Frische. Eine Gurke ist grün. Wenn die Ampel grün wird, darf man gehen oder fahren. Mhm. Eine sehr präsente Farbe, gerade im Frühling und Sommer. Absolut. Jetzt haben wir diese 3 Farben. Rot, Blau, Grün. Was aber, wenn man eine andere Farbe braucht? Zum Beispiel Orange oder Lila. Dann kann man Farben Mischen. Genau. Das ist unser 15. und letztes Wort für heute. Ein Verb, auf Englisch to mix. Mischen. Und die Perfektform ist hat gemischt. mischen hat gemischt.
Das ist super beim Malen oder auch beim Kochen. Man kann Farben mischen, um neue Farben zu bekommen. Ja, Wenn man zum Beispiel Gelb und Blau mischt, was kommt dann raus? dann wird es grün. Genau das. Ich habe Gelb und Blau gemischt, dann wurde es grün. Richtig. Oder wenn man Rot und Weiß mischt, bekommt man rosa. Stimmt, man kann aber auch andere Dinge mischen, ne? Nicht nur Farben. Zum Beispiel Zutaten für einen Kuchen. Ich habe Mehl und Zucker gemischt. Ja, oder Karten mischen, bevor man spielt. Genau. Ein echt vielseitiges Verb. Das stimmt. Puh, das waren sie, unsere 15 Wörter zu Farben und Formen für heute. Ja, lass uns die nochmal kurz durchgehen. Die Farbe, die Form, der Kreis, rund, eckig, das Quadrat, das Dreieck, dann die Verben, malen mit hat gemalt, zeichnen mit hat gezeichnet, beschreiben mit hat beschrieben, sehen mit hat gesehen und mischen mit hat gemischt. Und die Farben rot, blau, grün. Super. Das war eine gute Ladung neuer Wörter. Und um sicherzugehen, dass die auch wirklich hängen bleiben, haben wir jetzt noch eine kleine Geschichte für dich vorbereitet. Genau, in dieser Geschichte kommen alle 15 Wörter nochmal vor. Versuch mal, sie alle zu erkennen. Hör einfach gut zu. Okay, ich erzähle die Geschichte. Pass auf. Anna sitzt an ihrem Tisch und möchte kreativ sein. Sie will heute ein Bild malen. Sie holt Papier und ihre Farbstifte. Zuerst überlegt sie, welche Formen sie zeichnen möchte. Sie entscheidet sich für ein Haus. Mit einem Bleistift zeichnet sie zuerst die Grundform. Das Haus selbst ist ziemlich eckig, fast wie ein Quadrat, aber ein bisschen höher. Dann kommt das Dach darauf. Das Dach ist ein klassisches Dreieck. Jetzt kommt die Farbe ins Spiel. Welche Farbe soll das Haus bekommen? Anna liebt Rot, also malt sie das Haus sorgfältig rot an. Neben das Haus zeichnet sie einen großen Baum. Der Stamm ist braun und die Blätterkrone ist natürlich saftig grün. Am Himmel möchte Anna eine Sonne malen. Sie zeichnet einen großen Kreis und malt ihn leuchtend gelb aus. Die Sonne ist ganz rund und lacht vom Himmel. Anna sieht ihr Bild an. Es gefällt ihr schon gut, aber der Himmel sieht noch leer aus. Sie möchte Wolken hinzufügen. Sie hat aber nur ein kräftiges Blau. Wolken sind ja meistens heller. Was kann sie tun? Sie erinnert sich, was sie im Kunstunterricht gelernt hat. Man kann Farben mischen. Sie nimmt etwas weiße Farbe und ein kleines bisschen von der blauen Farbe. Vorsichtig mischt sie die beiden auf einem Teller. Sie hat Weiß und Blau gemischt und voilà, sie hat ein wunderbares Hellblau. Perfekt für die Wolken. Damit malt sie ein paar Wolken auf den Himmel. Später kommt ihr Bruder Paul ins Zimmer. Anna möchte ihm ihr Werk zeigen. Sie beschreibt ihr Bild. Schau mal, Paul, hier siehst du mein rotes Haus mit dem Dreieckdach, daneben steht der grüne Baum und oben am Himmel ist die runde, gelbe Sonne und der blaue Himmel mit den Wolken. Die hellblaue Farbe habe ich selbst gemischt. Paul sieht das Bild genau an und sagt: Wow, Anna, das ist super geworden. Du hast da tolle Farben und Formen gezeichnet und gemalt. Das eckige Haus und der runde Baum daneben, das sieht interessant aus. Sehr über das Lob. Das war doch eine schöne kleine Geschichte, oder? Bestimmt. Also die Farbe, die Form, der Kreis, das Quadrat, das Dreieck. Dann malen mit, hat gemalt, zeichnen mit, hat gezeichnet. Dann beschreiben, hat beschrieben, sehen, hat gesehen, mischen, hat gemischt und die Adjektive rot, blau, grün, rund und eckig. Alle waren drin. Ich finde, solche Geschichten helfen echt ungemein, die Wörter im Kontext zu verstehen. Man merkt sich die Verbindungen einfach besser. War das eine gute Übung für dich? Bestimmt. Wiederholung und Anwendung sind wirklich der Schlüssel, ja? Nur die Wörterliste lernen, das ist oft nicht genug. Man muss sie benutzen. Und genau deshalb. Jetzt bist du dran. Richtig. Probier die Wörter doch selbst mal aus. Schreibt uns bitte eure Sätze mit diesen Wörtern in die Kommentare. Ja, zum Beispiel. Welche Farbe hat dein T-Shirt heute? Ist dein Tisch rund oder eckig? Oder was zeichnest oder malst du gerne? Kannst du ein Dreieck beschreiben? Hast du schon mal Farben gemischt? Wir sind wirklich neugierig auf deine Sätze. Also trau dich, es auszuprobieren. Fehler machen gehört absolut zum Lernen dazu. Genau. Und noch eine Bitte. Bitte abonniert den Kanal. Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Das zeigt uns einfach, dass euch dieser Inhalt hilft. Und vergesst nicht, das Thema von morgen ist auch wieder ein sehr spannendes Thema, Zeit und Datum. Oh ja,
Das wird super wichtig. Da sprechen wir über ganz wichtige Wörter, um den Alltag besser zu organisieren. Also Uhrzeiten, Wochentage, Monate, wie man nach dem Datum fragt und es angibt. Wirklich unverzichtbar für A2. Also bleibt unbedingt dabei. Es lohnt sich, versprochen. Für heute sagen wir aber erstmal Tschüss und bis bald. Bis morgen, mach's gut und üb fleißig.